Und herzlich willkommen bei Cozy German. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Nimm dir einen Tee oder einen Kaffee und mach es dir gemütlich. Heute möchte ich über ein Gefühl sprechen, mit dem viele von uns ins neue Jahr starten. Wir schauen zurück auf das, was war, bewerten vieles und machen uns oft schnell Druck für das, was kommt. Wir wollen es besser machen oder anders als letztes Jahr. Und dabei verlieren wir uns manchmal in zu vielen Gedanken und Erwartungen an uns selbst. Der Übergang ins neue Jahr ist für viele Menschen eine besondere Zeit. Es kann schön sein, aber gleichzeitig auch anstrengend. Wir denken viel nach und stellen uns viele Fragen. War ich gut genug? Habe ich genug erreicht? Hätte ich etwas anders machen sollen? Manchmal drehen sich diese Gedanken immer wieder im Kreis. Auf Deutsch sagen wir dazu grübeln. Wir denken viel über die Zukunft nach und vergessen dabei, wie viel wir eigentlich schon erlebt und geschafft haben. Ich kenne dieses Gefühl sehr gut. Lange Zeit dachte ich müsste alles kontrollieren und jeden Schritt genau planen, damit ich mich sicher fühle. Aber gerade lerne ich etwas Neues. Die schönste Energie entsteht nicht durch Kontrolle, sondern durch Vertrauen. Statt mich zu fragen, was könnte alles schief gehen, frage ich mich immer öfter, was wäre, wenn alles genau richtig kommt? Dieser Gedanke nimmt mir viel Druck. Er hilft mir, weniger im Kopf zu sein und wieder mehr im Moment anzukommen. Zu Beginn eines neuen Jahres sprechen viele Menschen über Ziele, über Disziplin und darüber, was man alles leisten sollte. Vielleicht kennst du das auch. Listen mit Vorsätzen, große Pläne und dieser Gedanke, dass man sich verbessern muss. Ich habe gemerkt, dass mich das oft unter Druck setzt. Deshalb möchte ich dieses Jahr anders beginnen. Statt mich zu fragen, was muss ich als nächstes schaffen, frage ich mich lieber, wie möchte ich mich dabei fühlen? Ich habe mir 3 kleine Fokuspunkte gesetzt, die mich durch diese Zeit begleiten sollen. Erstens, das Gedankenkarussell stoppen. Wenn ich merke, dass ich mich in Sorgen verliere, halte ich kurz inne, atme tief durch und sage mir, ich muss jetzt nicht alles wissen. Zweitens, Dinge mit Freude tun. Ich möchte mehr Leichtigkeit in meinen Alltag bringen. Wenn sich etwas sehr schwer anfühlt, erlaube ich mir eine Pause oder ändere meine Perspektive. Nicht alles muss perfekt sein, damit es gut ist. Drittens, den Flow genießen. Wir müssen nicht die ganze Welt verändern. Manchmal reicht es, einen kleinen Schritt zu machen, um präsent zu sein. Ein ehrliches Gespräch, ein fertiges Projekt oder ein ruhiger Nachmittag können genauso viel wert sein. Das neue Jahr muss kein Kampf sein. Es darf ruhig beginnen. Sanft, Schritt für Schritt. Vertrau darauf, dass du genau dort bist, wo du gerade sein sollst. Auch wenn nicht alles klar ist, auch wenn du noch Zweifel hast. Du musst nicht schneller sein. Du musst nicht mehr leisten. Du darfst einfach weitergehen, in deinem eigenen Tempo. Mich würde interessieren, worauf möchtest du in diesem Jahr mehr vertrauen? Und was möchtest du mit weniger Druck und mehr Leichtigkeit angehen? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Ich freue mich sehr, von dir zu lesen. Danke, dass du mir heute zugehört hast. Mach es dir weiterhin gemütlich und bis bald bei Cozy German. Tschüss!